Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal Mondgöttin geht es um Nähen, DIY und Upcycling. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Kissenhülle mit einem unkomplizierten Patchwork-Muster nähen kannst. Die fertige Kissenhülle ist 50 x 50 cm groß. Das Muster ist einfach, aber durch verschiedene Stoffe kannst du wunderschöne Ergebnisse erzielen. Nähe sie zum Beispiel aus alten Jeans in unterschiedlichen Blautönen. Du kannst beide Seiten gleich nähen oder die Rückseite etwas einfacher gestalten, wie ich hier aus Streifen. Viel Spaß bei der Anleitung! Bevor es mit der Anleitung losgeht, möchte ich euch unbedingt noch die Variante, die ich beim Testnähen gemacht habe, zeigen, aus vielen unterschiedlichen kleinen Stoffresten. Jeder Patch ist anders. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht und ist auch richtig schön geworden, wie ich finde. Man kann ein bisschen rumprobieren, wenn man zwischendurch ein schönes Ergebnis erzielt hat und vielleicht aber trotzdem noch weitermachen möchte, dann fotografiert man sich es kurz, um dann noch andere Varianten auszuprobieren. Ist man letztendlich fertig, kann man es zusammennähen und dann entsteht so ein süßes Kissen. Jetzt geht's aber los. Für die Anleitung werde ich die Stoffstücke aus Kord zuschneiden. Ich mag Kord super gern. Ich mag die Struktur und habe mir überlegt, dass das bestimmt sehr schön aussieht, wenn man die einzelnen Quadrate dann immer so unterschiedlich hinlegt. So hat man ein einfarbiges, aber doch nicht langweiliges Kissen. Als erstes schneidest du die Quadrate aus. 12 x 12 cm groß, 16 Stück. Die lege ich jetzt jeweils einmal längs und einmal quer gestreift untereinander. Dann braucht man noch die Randstreifen. Das sind einmal oben und unten 7 x 52 cm und rechts und links 7 x 42 cm. Dann brauchst du noch einen Reißverschluss, 40 cm lang. Als erstes nähst du jeweils 2 Quadrate aneinander zu einem Paar. Hierfür nimmst du einen einfachen Gradstich und nähst mit 1 cm Nahtzugabe die Quadrate aneinander. Am besten die Nähte verriegeln. Nun werden sämtliche Nahtzugaben auseinandergebügelt. Die Paare werden nun zu Reihen genäht und danach die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Jetzt steckst du Reihe 1 und 2 aufeinander, rechts auf rechts. Darauf achten, dass die Nähte genau aufeinandertreffen. Das gleiche machst du mit Reihe 3 und 4. Die Teile aneinander nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nun werden die beiden Teile aufeinander gesteckt, zusammengenäht und anschließend werden die Nahtzugaben natürlich wieder auseinandergebügelt. Jetzt steckst du die Randstreifen, das sind die kurzen, rechts auf rechts an die beiden Seiten. Darauf achten, dass die Nahtzugaben auseinander liegen. Dann nähst du die Streifen fest. Die Nahtzugaben werden natürlich wieder auseinandergebügelt. Sollte der Streifen bei dir vielleicht auch ein paar Millimeter überstehen, dann kannst du das einfach so wie ich hier begradigen. Zum Glück nähen wir ja keine Maßanzüge und so ein Kissen ist ja auch ein bisschen flexibel. Als nächstes steckst du die langen Streifen oben und unten am Kissen fest.
Dann nähst du das Ganze. Auch diese Nahtzugaben werden auseinandergebügelt. Und hier kann man schon mal sehen, ich finde, es sieht richtig schön aus. Jetzt fehlt noch die Rückseite. Die kann man natürlich genauso machen wie die Vorderseite oder halt ganz einfach aus einem Stück. Dafür hat mein Stoff jetzt aber nicht gereicht. So habe ich 4 Quadrate 27 x 27 cm zugeschnitten. Die werde ich jetzt auch noch so ein bisschen gegenläufig aneinander nähen und dann habe ich die Rückseite. Also dort die Teile zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dann oben und unten zusammenstecken, nähen und natürlich die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Weiter geht es mit dem Reißverschluss. Einen Reißverschluss einzunähen, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige dir heute, wie ich das immer so mache. Zunächst legst du die beiden Kissenteile rechts auf rechts aufeinander. Der Reißverschluss kommt natürlich an die untere Kante. An der unteren Kante werden Vorder- und Hinterteil rechts und links 7 cm weit zusammengesteckt. Und dann an den beiden Seiten bis zur Öffnung nähen und die Naht gut verriegeln. An den Nähten die Nahtzugabe einfach auseinanderbügeln und an den offenen Stellen die Nahtzugabe von 1 cm nach innen bügeln. Und das Ganze dann gut auskühlen lassen und dann kann es weitergehen. Der Reißverschluss kommt jetzt rechts auf links in die Öffnung. Aber ich möchte das von rechts absteppen nachher und daher lege ich dann Bezug mit der rechten Seite nach oben hin. Die offenen Enden fixiere ich ein wenig und dann passe ich den Reißverschluss in die Öffnung an. Die Öffnung ist ja etwas kürzer, daher ist es ganz normal, dass der Reißverschluss rechts und links etwas länger ist, als die Öffnung ist. Also ich fixiere alle Seiten des Reißverschlusses mit schon reichlich Stecknadeln. So sehe ich auch direkt, wie der Reißverschluss nachher in der Öffnung sitzt und kann auch vorm Nähen schon mal testen, ob er irgendwo gebremst wird oder am besten gut läuft. Also wenn alle Stecknadeln gesetzt sind, dann steppe ich den Reißverschluss von rechts einmal ringsherum ab. Zum Absteppen nehme ich das Reißverschlussfüßchen. Ich beginne an einer langen Seite, versenke die Nadel im Stoff und nähe knappkantig den Reißverschluss fest. Wenn du am Ende der Öffnung angelangt bist, also ein bisschen weiter nähen als die Öffnung, dann die Nadel im Stoff stecken lassen, den Stoff drehen und über den Reißverschluss nähen. Ich benutze am liebsten für so Kissenbezüge Kunststoff-Reißverschlüsse, da kann man ohne Probleme drüber nähen. Hier kann man nochmal kontrollieren, ob der geöffnete Reißverschluss auch noch zusammenhält.
Und wenn man die Runde einmal gemacht hat, die Naht verriegeln. Jetzt kannst du Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander legen und die 3 offenen Seiten zusammenstecken. Dabei nicht vergessen, den Reißverschluss ein Stück geöffnet zu lassen. Du beginnst mit der Naht an dieser Naht und nähst nun alle 3 Seiten zusammen und endest an der Naht auf der anderen Seite. Dann schneidest du die Nahtzugabe an allen 4 Ecken zurück, bis kurz vor die Naht. Die Kissenhülle ist fertig. Jetzt kannst du sie wenden und zum Schluss noch die Ecken schön ausformen. Dann ein Kissen rein und das war's. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Kommentare sind natürlich auch immer willkommen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.